Hier ist King and Kaiser, alias KK, würde ungern eingesperrt bleiben im Kriegsgebiet, würde gerne die Welt sehen, bevor ich sterbe. Ich habe nicht viel erlebt und doch gebe ich nicht auf meine Träume, klettere ständig über Barrieren, fahre mit meinem Fahrrad über die Straßen. Scheißegal, was sie denken, denn ich habe Mut im Blut. Keiner schaut mir zu und denkt, wow, was für ein geiler Typ. Ich bin ziemlich eigenwillig, nehme mir, was ich will. Zeit für mich und meine Geliebten. Räume alles das, sich mir in den Weg stellt, aus dem Weg. Denn ich bin wie ein Tiger in seinem Revier, leise, gewieft, majestätisch und vor allem gefährlich. Pirsche mich heran wie ein Tiger an meine Beute. Die Frau, die mein sein soll, beobachte ich eine Weile, schnappe zu, wenn ich es für richtig halte. Mein Name ist KK, King und Kaiser, hab's mir sogar tätowiert. Ich verstehe die Leute nicht, die denken, ich wäre eine Null, denn ich bin das Alpha und das Omega, das Oberhaupt, der King und der Kaiser. Suche meine Dame, ohne Scham, gehe richtig ran an die Dame, wenn sie mir gefällt, durchgeknallt von allen Stimmen in meinem Kopf. Alle meine Sinne lasse ich mich bestimmen, doch die lauteste Stimme in meinem Innersten hält mich gefangen und setzt sich in meinem Potenzial frei. Ich möchte ausbrechen, mitnehmen den Hass und die Liebe, ihn formen zu einem puren Regenbogenherz, ohne Schmerz, ohne Scherz. Doch das geht nur mit der Dame, die ich von ganzem Herzen liebe und sie es mir gleich tut, bei allem Mut, den sie in sich trägt. Finde immer Zeit für das, was mein Wille ist, denn ich suche das, was meinen Augen gefällt, was mein Verstand mir zuflüstert, eintrichtert. Höre selten auf andere, weil sie sowieso nur teilhaben wollen an meinem Gedankengut. Habe wie schon gesagt den größten Mut, würde fast behaupten, dass ich größenwahnsinnig bin, total durchlöchert, wie ein Schweizer Käse, weil mein Kopf mir die Zeit vorgibt aus den Löchern meiner Gedanken. Es sind Gedankenlöcher, doch unsterbliche Gedanken. Wie eine Legende forme ich meine eigene Wahrheit, möchte rappen lernen, wie Tiger oder Drake, im besten Fall wie Eminem oder Echo, denn sie sind meine wahren Vorbilder im Thema Rap. Körperlich gesehen eher Mike Tyson und mein Vater Icke. Ich habe so eine wahnsinnige Aura, Ausstrahlung, wie ich selbst. Auch ich kann brüllen wie ein Tiger im eigenen Revier, um die Feinde aufzuschrecken, verschrecken, entsetzen, ersetzen. Durchgeknallt von allen Stimmen in meinem Kopf, alle meine Sinne lasse ich bestimmen, doch die lauteste Stimme in meinem Innersten hält mich gefangen und setzt mein Potenzial frei. Ich möchte ausbrechen, mitnehmen den Hass und die Liebe, ihn formen zu einem puren Regenbogenherz, ohne Schmerz, ohne Scherz. Doch das geht nur mit der Dame, die ich von ganzem Herzen liebe und sie es mir gleich tut, bei allem Mut, den sie in sich trägt. Brauche keine Waffen, denn ich bin eine Waffe. Glaub mir, sonst raffe ich dich einfach dahin. Wenn ich einmal abgehe, gibt es kein Zurück, wie Hulk, denn ich versuche stets ruhig zu bleiben, alles zu klären, mit Worten an Orten, von denen du nicht mal zu träumen wagst. Ich trage meine Kette mit Stolz, bin der King, der Kaiser, doch halte nicht viel von Politik, denn sie reden einfach zu viel, handeln im Gegenteil, lügen sich die Wahrheit zurecht. Suche mein fehlendes Teil, meine Muschel, die empfangen möchte, meine kaiserliche Perle, doch lasse ich nicht ran die anderen Damen, denn ich bin der Erbe dieser funkelnden neuen Perle, die sie produziert im Innersten für unser Wohl, für unser aller Wohl. Ich muss erstmal raus aus meinem Käfig, denn ich bin zwar raus aus dem alten Käfig, doch ich habe mir einen Ersatz geschliffen, ein Käfig für mein Hass, damit ich nicht direkt durchdrehe, wenn mir jemand tut leid. Ich hasse nämlich Menschen, die sich belächeln über andere, obwohl sie die Geschichte nicht kennen, des Gegenüber. Lerne gerne Neues, möchte Gesichter lernen,
neue Gesichter sehen, denn ich habe ein genetisches Gedächtnis, heftig, deftig, jedoch ziemlich richtig. Selbst nichts können diese Minus-Menschen. Jetzt meine letzte Line und haue rein, denn das ist wahrscheinlich der sinnvollste Rhyme in dieser Zeit. Durchgeknallt von allen Stimmen in meinem Kopf. Alle meine Sinne lasse ich bestimmen, doch die lauteste Stimme in meinem Innersten hält mich gefangen und setzt mein Potenzial frei. Ich möchte ausbrechen, mitnehmen, den Hass und die Liebe in Formen zu einem puren Regenbogenherz, ohne Schmerz. Doch das geht nur mit der Dame, die ich von ganzem Herzen liebe und sie es mir gleich tut, bei allem Mut, den sie in sich trägt.